Guten Tag an den Geräten. Alle Jahre wieder können Sie, europademokratisches Fußvolk da draußen, sich von einer fetzigen 60 bis 100 Minuten Rede zur Lage der Europäischen Union volldröhnen lassen, die wegen ihrer verwegenen Propagandabereitschaft immer etwas maoistisch oder neuapostolisch wirkt und ihrer Länge wegen Castroesk. Ihnen begegnen Floskeln über die Erfolge der EU-Kommission, die Sie alle schon mal gehört haben, weil sie alle Jahre wieder eben einfach wiederholt werden. Pontifikale Erklärungen, Allgemeinplätze, Phrasen, Binsenwahrheiten, Küchenrezepte, Deklarationen über Planziele und deren spielende Übererfüllung. Küchenrezepte war Spaß. Vorgetragen von einer Frau, von der Leyen, die Sie nie gewählt haben. Und getragen von einer Selbstüberschätzung, die gegenstandslos, einem Eigenlob, das unverdient und einer hyperbolischen Großkotzigkeit, die alles andere als angemessen ist. Auch in der Jubiläumsausgabe gestern, vor 10 Jahren, wurde die missratene Marotte State of the Union aus den USA importiert, um der EU etwas mehr Glamour, Transparenz, Bürgernähe und Raum zur Selbstkritik zu verschaffen, konnten wir ein lockeres Bullshit-Bingo durchspielen. Diesmal vor dem Hintergrund der derzeit heißen Themen Pandemie, Wirtschaftsaufschwung, Migration, Rechtsstaatlichkeit und Afghanistan. 2. Tagesordnungspunkt 5. Afghanistan ist einfach. Bisher hat Frau von der Leyen noch aus jedem weltpolitischen Ereignis, jedem geostrategischen Debakel und jedem Wetterbericht, so vernichtend, erschütternd oder versagensreich sie auch gewesen seien, immer denselben Schluss gezogen. Aufrüstung. Sie sagt das natürlich nicht so. Sie sagt, sie wolle den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion vorantreiben, weil das irgendwie beruhigender klingt, als zur größten Rüstungskampagne seit Ende des Zweiten Weltkriegs aufzurufen. Das letzte vollumfängliche Versagen der westlichen Werte-, Strategie- und Militärgemeinschaft in Afghanistan deutet sie daher auch diesmal wieder in die dringende Notwendigkeit um, dem nächsten vollumfänglichen Versagen derselben Versagertruppe mit noch militanteren Militärausgaben zu assistieren. Dem Bericht des Untersuchungsausschusses zur Berateraffäre war seinerzeit übrigens zu entnehmen, dass von der Leyen eine Reihe zwielichtiger Rüstungslobbyisten uneingeschränkten Zugang zum Bundesverteidigungsministerium und seinen Pfründen verschafft hatte. Eine Tat, von der die betroffenen Rüstungsbetriebe und ihre Aktionäre noch heute profitieren dürften. Und für die von der Leyen in weniger postdemokratischen Zeiten wohl einen Kopf kürzer gemacht worden wäre. Obwohl, ist sie ja schon. Tempi passati. Stellen Sie sich jedenfalls schon mal auf 27 üppige auf 27 üppige nationale Rüstungshaushalte ein und stellen Sie sich auch gleich auf einen 28. ein, den die EU sich nämlich vertragswidrig längst selbst eingerichtet hat. Und überlegen Sie in einer ruhigen Minute mal, ob es in Zeiten wie diesen, Klima, Pandemie, neues iPhone 13 mit Pixeltechnik, wirklich Ihre allererste Priorität ist, Ihr hart verdientes Steuergeld in die umfassende Bewaffnung und Generalmobilmachung der Europäischen Union zu stecken. Oder nicht? Migration wird genauso weiterlaufen wie bisher. Die EU überschüttet die fiesesten Autokraten der Welt, außer Lukaschenko, mit Geld, damit die ihr diese fiesen Migranten vom Hals halten. Vor allem natürlich den brutalistischen Islamofaschisten Erdogan, den Irren vom Bosporus, der EU seither im Bedarfsfall mal kurz seine Flüchtlingswaffe zeigt, geladen. Zuletzt im Frühling 2020 in Griechenland. Wie es aussieht, wird der Kreis höchst ehrenwerter EU-Flüchtlingsdeal-Partner bald auch um die lupenreine Demokratie Pakistan erweitert werden. Apropos, eine Flüchtlingswaffe hat natürlich auch Weißrusslands brutalistischer Rentnerdiktator Lukaschenko. Seit ein paar Wochen richtet er sie gegen die litauische Grenze, ohne dafür jedoch bislang mit Geld überschüttet worden zu sein. Einige Schurkenstaaten sind halt schurkiger als andere, da hat die Wertegemeinschaft EU nur Sanktionen übrig. Überhaupt verwendet die EU ihre Steuergelder längst nicht mehr dafür, Flüchtlinge aufzunehmen oder ihnen ein auch nur halbwegs menschenwürdiges Überleben zu ermöglichen, sondern für den Ausbau ihrer Grenzpolizei und Rückführungsagentur Frontex, bekannt durch die ein oder andere Menschenrechtsverletzung, durch illegale Pushbacks, durch Intransparenz und Korruption.
Im aktuellen EU-Haushalt sind hier 6,3 Milliarden Euro vorgesehen, obwohl der Europäische Rechnungshof wieder und wieder die Ineffizienz und Intransparenz von Frontex rügt. Bis 2027 wird die Agentur ihre jährlichen Haushaltsmittel verdoppeln und ihr Personal auf 10.000 Einsatzkräfte verdreizehnfachen. EU-Grenzanlagen werden derzeit in großem Stil aufgerüstet, etwa mit dem bewährten Stacheldraht der NATO. Abertausende messerscharfer Rasierklingen auf kilometerlangen Rollen unzerstörbaren Stahls sichern nicht mehr nur europäische Gefängnis- und Atomanlagen, sondern auch Sie da draußen und Ihr hübsches Menschenrechts- und Wohlfühlparadies EU. Es gehört übrigens zu den Dingen, die Sie weder über die Europäische Union noch über sich selbst wissen wollen, dass Sie mit dieser Entwicklung im Grunde ganz einverstanden sind. Das eklatante Missverhältnis zwischen Anspruch, EU-Werte, Menschenrechte, tralala, und Realpolitik, Festung Europa, liegt natürlich auf der Hand. Vor einer halben Stunde habe ich im Innenausschuss dafür gestimmt, dass das Parlament die Kommission zumindest auffordert, ihren Umgang mit Seenotrettung zu verändern. Von Januar bis Juni sind im Mittelmeer 56% mehr Menschen gestorben als im vergangenen Jahr. Während die EU immer abenteuerlichere Konstruktionen, Rechtsauslegungen und Floskeln erfindet, um ihre Abschottungspolitik notdürftig zu vernebeln, kann kein vernünftiger Zweifel mehr daran bestehen, dass diese himmelschreiende Selbstwidersprüchlichkeit von den Europäern getragen wird. Wir haben unseren Frieden gemacht mit einem System, das ständig seine eigenen Werte hintergeht, indem es sie systematisch auf leere Signifikanten und Symbolrhetorik reduziert. Und wir haben unseren Frieden gemacht mit der hinter diesem Konstrukt stehenden Idee aus der humanistischen Eiszeit. EU-Bürger fühlen sich wohler damit, alle paar Monate, wenn wieder einmal irgendein erschreckendes Foto in die Medien gespült wird, ein paar bedeutungslose Krokodilstränen zu vergießen, als den Ursachen dieses untragbaren Zustands auf den Grund zu gehen, von denen die meisten ja ohne kompliziertere Umleitung zu uns selbst und den von uns aufrechterhaltenen Institutionen zurückzuverfolgen sind und ihren Ausdruck in den Handels-, Ausbeutungs-, Wirtschafts-, Unterdrückungs-, Sicherheits-, Abhängigkeits-, Aufrüstung und Waffenexportpolitiken finden, wie sie von Institutionen wie der EU betrieben werden. Mittlerweile ist der Brüsseler Apparat in diesem und manch anderem Sinne am Schutz der fundamentalen Werte der EU womöglich weit weniger beteiligt als an deren Verletzung. Zur Rechtsstaatlichkeit deshalb nur so viel. Der von den Mitgliedstaaten 2007 geschlossene Vertrag von Lissabon verbietet es der EU explizit, sich einen eigenen Rüstungshaushalt einzurichten. Das wusste sogar mein alter Kumpel Elmar Brocken, 179 Kilo konzentrierte CDU. Ausgaben der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen dürfen nicht aus dem EU-Haushalt bestritten werden, heißt es da. Und zwar aus guten, weltkriegserfahrenen, pazifistischen, edelsinnigen, friedliebenden, zutiefst humanistischen und daher wirklich guten Gründen. Rund 65 Milliarden werden derzeit nicht nur für die Aufstockung von Frontex und die Verbesserung der militärischen Mobilität eingesetzt, sondern auch für die Erforschung und Entwicklung von Rüstungsgütern, was von EU-Funktionären grundsätzlich als Maßnahme zur, Zitat, Wettbewerbsförderung ausgegeben wird. Die EU hält sich diesen Rüstungshaushalt, den sie sich selbst ausdrücklich untersagt, natürlich trotzdem. So etwas nennt sich wohl eine Selbstermächtigung. Und besonders rechtsstaatlich wirkt es auf Außenstehende in aller Regel nicht. Dass es irgendwie immer etwas blöd rüberkommt, wenn jemand die Einhaltung von Grundwerten fordert, deren Geist er selbst absichtsvoll und systematisch aufs perfideste unterläuft, muss hoffentlich niemandem gesondert erklärt werden. Dasselbe gilt für ein supranationales Konstrukt, das von seinen Mitgliedstaaten die Einhaltung von Verträgen, Vertragsverpflichtungen und überhaupt so etwas wie Rechtsstaatlichkeit verlangt, während es sich an die vorgeblich verteidigenswerten Prinzipien seit Jahren selbst nicht hält. Und, ach ja, herzlichen Glückwunsch einer von rechtskonservativen, retroideologischen Wirtschafts-Ultras dominierten EU,
dass sie sich nach Jahrzehnten der machtstrategischen Duldung und gezielten Alimentierung offen autokratischer Strukturen in Osteuropa nun endlich dazu aufgerafft hat, Ungarn und Polen verschwommen als das wahrzunehmen, was Ungarn und Polen eben schon seit ein paar Jährchen sind. Ich habe schon vor 5 Jahren gefordert, Viktor Orbán und die polnische PiS-Partei aus der EU zu entfernen. Ob deren mit CDU-Duldung und EU-Finanzmitteln entstandene Hybrid-Kaputnik-Systeme überhaupt noch in irgendeinem plausiblen Sinne revidierbar oder reparierbar sind, wird sich zeigen. Und zwar in ein paar Jahrzehnten. Wenn die EU sich nämlich dazu aufgerafft haben wird, ihren vor 1,5 Jahren mit großem Getöse eingeführten Rechtsstaatmechanismus dann endlich auch einmal umzusetzen. 5. Stichwort Wirtschaftsaufschwung. Während weltweit 2700 Milliardäre ihr Vermögen pandemiebedingt um 60% gesteigert haben auf 13 Billionen $, sind mehr als 100 Millionen Menschen in absolute Armut gefallen. Absolute Armut bedeutet, dass man so tun muss, als könne man von 1,80 $ am Tag leben oder von 12,60 in der Woche oder von 54 im Monat. In der EU hat die Pandemie zwar eine ganze Reihe neuer Millionäre, aber auf das reale Leben der realen Bevölkerungsmehrheit berechnet, millionenfach mehr Armut als Reichtum produziert. Und das zusätzlich zum über Jahrzehnte konstanten EU-Armutssockel, der seit seiner Erhebung bei stabilen 25% angesiedelt ist. Ernsthaft beseitigen will diesen Zustand hier niemand. Das wäre ja noch schöner, wir sind ja nicht in China. China hat übrigens die Staatsführung 400 Millionen Menschen aus der absoluten Armut geholt. Stehen 4 EU-Bürger zusammen, ist einer von ihnen arm oder von Armut bedroht. So ist es und so soll es wohl auch bleiben. Wirtschaftsaufschwung, eine astreine Bilanz. Wir haben übrigens ehrlich versucht, an das ökonomische Herzstück der EU-Strategie zu glauben, den Green Deal mitsamt seinem garantiert zukunftsverträglichen Bio-Wirtschaftsaufschwung, der von Frau von der Leyen unter dem zeitgemäßen Stichwort grünes Wachstum vorgestellt wird. Gelungen ist es uns nicht. Die vulgär-ökologische Vorstellung, man könne einen kollabierenden Planeten allein dadurch schützen, dass man die seiner desaströsen Entwicklung zugrunde liegenden Axiome grün anstreicht, speist sich aus einem so offensichtlichen Trugschluss, dass sie im Jahr 2021 nun wirklich abgewirtschaftet haben sollte. Das gilt vor allem für das überkommene Paradigma vom immerfort fortsetzbaren Wirtschaftswachstum. Vielleicht sollte es endlich einmal darum gehen, diesen erbärmlichen Mechanismus in den Blick zu nehmen, der aus einer immer sinnfreieren Überproduktion Anreize ableitet für einen immer sinnfreieren Überkonsum. Ein Circulus viciosus, der seinerseits so absurd ist, dass er wohl längst kein wirklich menschliches Bedürfnis mehr befriedigen kann. Neubürgerliche Konsumopfer, liberal-protestantische Profit-Freaks mit FDP-Ausweis und Frau von der Leyen sollten ja nun wirklich nicht das Letzte sein, was ein unschuldiger Himmelskörper vor seinem Untergang zu sehen bekommt. Wir jedenfalls halten an unserer Wachstumsskepsis fest und verweisen noch einmal nachdrücklich auf die dringliche Rehabilitierung des weithin unterbewerteten Begriffs Schrumpfung und das unterschätzte Potenzial der Wirtschaftsschrumpfung, das aus unserer Sicht keinesfalls ungenutzt bleiben darf. Die Partei fordert übrigens schon länger eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts auf sozial- und umweltverträgliche 50%. Es war noch nie eine gute Handelsidee, die neueste Kollektion hässlicher Billig-Shirts oder Sofas von unterbezahlten Minderjährigen in Bangladesch anfertigen zu lassen, nur um sie zur Reichtumsmehrung irgendeines reichsten Menschen der Welt an reflexionsträge, durch öde Einkaufsmeilen streifende Jugendliche weiterzureichen. Genauso irre erscheint es uns, unter dem Namen Mercosur-Abkommen das Handelsvolumen Bolsonaro auszuweiten, diesem Irren vom Amazonas, der zur Reichtumssteigerung irgendeines Konglomerats von Arschlöchern pro Tag 4.340 Fußballfelder Regenwaldes vernichten lässt, nur um glyphosatverseuchtes Soja, Futter und kotelettförmiges Leichengewebe von Rindern für europäische Absatzmärkte herzustellen. Und schließlich, liebe EU, eine Landwirtschaft wird gewiss nicht dadurch grün, dass man die Buchstaben G-R-Ü-N mit grünem Filzer dran schreibt. Immerhin 385 Milliarden Euro sieht der Haushalt für die gemeinsame Agrarpolitik vor. Etwa 40% des EU-Gesamtbudgets, sein größter Posten.
Die landwirtschaftliche Dummschnepfe Julia Klöckner hat gemeinsam mit anderen nun dafür gesorgt, dass die Direktzahlungen über Flächenprämien weitgehend bestehen bleiben und Subventionshöhen auch künftig von der Betriebsgröße abhängen werden. In einer etwas deprimierenden Stellungnahme von Greenpeace heißt es: Der verkündete Erfolg für mehr Ökologie und Klimaschutz wird mit diesen Maßnahmen sicherlich nicht eintreten. Man hat versagt, genauso wie bei den vergangenen Reformen. Die Stärksten am Markt werden sich weiterhin behaupten können, zulasten der Kleineren. Es gibt keine Bekenntnisse zu mehr Biolandbau, zu mehr Fruchtfolge, mehr Biodiversität, mehr Wasserschutz, mehr Erhalt von kleineren und mittelständigen Familienbetrieben, zu besseren sozialen Bedingungen für Arbeiter in der Landwirtschaft. Zitat Ende. 6. Das Letzte ist wirklich schwierig. Pandemie. Entweder sagt gerade niemand etwas zu diesem Thema oder fast alle gleichzeitig, natürlich alle dasselbe. Aus europäischer und kapitalismuskritischer Sicht sieht es ungefähr so aus. Wenn Frau von der Leyen ihre eigene Leistung ganz gut findet, das heißt also immer, sagt sie meistens, sie habe geliefert. Sie sagt das, weil sie es für modern hält, das so zu sagen. Aus demokratietheoretischer Sicht ist die Kommission ja eigentlich nicht wirklich ein Dienstleister, muss man korrigierend sagen, erst recht kein unterbezahlter Paketzusteller oder Pizzabote, sondern eben der gewaltigste bürokratische Verwaltungsapparat, den Europa je gesehen hat. Wenn Frau von der Leyen diesmal erklärt, dass sie prima geliefert habe, dann steht dem hier ausnahmsweise etwas mehr oder weniger Materielles gegenüber. Geliefert wurden nämlich so und so viele Impfstoffdosen, von denen so und so viele in europäischen Oberarmen und so viele andere in Mülltonnen, Sondermüll, versenkt wurden. Das sagt sie natürlich nicht. Von der Leyen erklärt, dass die reicheren Staaten der Welt mit der sogenannten COVAX-Fazilität, ein Name, der mindestens so schrecklich ist wie die sich dahinter verbergende Idee, auch manchmal an ihre ärmeren Kollegen denken. Natürlich nur in gewissen Grenzen, versteht sich. Nicht erklärt hat sie in diesem Zusammenhang, dass die Kommission die Freigabe der Impfstoffpatente seit Monaten aufs Hartnäckigste blockiert. Im Unterschied zu fast allen anderen Staaten der Welt, sogar den USA, weigern die multilateralen Schwadroneure der EU sich nämlich, einer Aufhebung des Patentschutzes zuzustimmen und betreiben damit de facto eine Politik, die Europa weltweit isoliert. Davon mögen ein paar Pharma-Riesen profitieren, aber sicher nicht die 450 Millionen EU-Bürger, geschweige denn die 7,8 Milliarden Bürger der Welt. Da die EU also gezielt und höchst selbst den Eintritt dessen vereitelt, was sie an anderer Stelle ihren Einsatz für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen nennt, muss sie in großem Stil Steuergelder aufwenden, um von der Pharmaindustrie jene Vakzine zu erwerben, die sie mit COVAX dann an ärmere Staaten weiterreicht. Auch davon mögen ein paar Pharma-Riesen profitieren, aber ganz sicher nicht die 450 Millionen EU-Bürger, deren Steuergelder hier im schwarzen Loch pharmaindustrieller Profitspannen versenkt werden. Die zypriotische Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides war für die ersten von der EU-Kommission mit den einschlägigen Pharmaherstellern geschlossenen Verträgen verantwortlich. Nach einhelliger Meinung sind es die schlechtesten Verträge, die die Kommission je abgeschlossen hat. Nicht wenige, die aus dem Europarecht kommen, finden sie regelrecht stümperhaft. Man stelle sich das vor. Die Kommission hätte für Abermilliarden europäischen Steuergeldes ein neuartiges Kopfschmerzmittel bestellt und akzeptiert, dass der Lieferant sich auf keinen konkreten Liefertermin verpflichtet, Best-Effort-Klauseln, es sich vorbehält, den zu zahlenden Preis für künftige Lieferungen nach Marktlage selbst zu bestimmen, sich noch nicht einmal für die Wirksamkeit seines Kopfschmerzmittels verbürgt und in jeder Haftungsübernahme kategorisch von sich weist. Frau von der Leyen kann all das natürlich ebenso wenig erklären wie die Herkunft von 4 Millionen Euro, deren Eingang Kyriakides nach Abschluss der Pharmaverträge auf einem Familienkonto verzeichnet hat. Sogar Frau Kyriakides selbst kann sich den Eingang dieser Summe nicht erklären. Erinnerungslücken. Normal, haben wir in Deutschland auch andauernd. Olaf Scholz, Smiley. Nicht erklärt hat Frau von der Leyen Ihnen zum Beispiel auch, dass die Impfstoffbeschaffung
intern vielsagenderweise in das Riesenressort des französischen Industrie- und Binnenmarktkommissars Thierry Breton verschoben wurde. Des Industriekommissars Breton. Den hauptberuflichen Drehtürnutzer und nebenberuflichen Milliardärsvermögensverwalter Breton kennen wir. Und zwar gut genug, um zu wissen, dass dieser Mann noch niemals in seinem ganzen Leben auch nur eine einzige politische Entscheidung getroffen hat, die zum Nutzen der von ihm vertretenen Bürger ausgefallen wäre. Keine einzige. Wirklich noch nie. Wir haben eine ganze Rede zu Breton gehalten, die hier bei YouTube zu sehen ist. Unter von der Leyen und Breton hat die Europäische Kommission jedenfalls eine Beschaffungspolitik betrieben, die der in den USA praktizierten entlehnt ist. Die USA haben ihren Impfstoffmarkt für fremde Konkurrenzprodukte gar nicht erst geöffnet und damit den heimischen Pharmagiganten natürlich einen hübschen, gewinnträchtigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Allen voran dem eigentlich etwas unseriösen, vergleichen Sie ruhig Wikipedia, Nahrungsergänzungsmittel, Parasiten und Potenzbooster-Hersteller Pfizer, mit dem der deutsch-kapitalistische Pionier BioNTech seit Beginn der Pandemie assoziiert ist. In abgeschwächter Form, aber doch sehr ähnlich war das Vorgehen der EU-Kommission. Pfizer und BioNTech wurden hier ohne jede Not eine Marktmacht zugestanden, die man sich in keinem anderen der von den argusäugigen Wettbewerbshütern der Kommission regulierten Wirtschaftssektoren je auch nur würde vorstellen können. Mehr oder minder offensiv wurde die Zulassung von Produkten aus dem außereuropäisch-transatlantischen Raum behindert und bereits vorhandene Konkurrenzprodukte allmählich aus dem Markt gedrängt. Faktisch hat die EU-Kommission, Abteilung Binnenmarkt und Industriepolitik, den Unternehmen Pfizer und BioNTech damit den Status von Quasi-Monopolisten für den europäischen Absatzmarkt verschafft. Unter Umgehung ihres eigenen Wirtschaftsmantras, des Regelwerks für freien Wettbewerb auf freien Märkten. Das Produkt von Pfizer-BioNTech wird nicht nur am massenhaftesten produziert, sondern gehört auch zu den am teuersten verkauften überhaupt. Nach Auskunft ihrer jeweiligen Unternehmensleiter ist die Absatzstrategie von Pfizer-BioNTech nun auf die rezidivierende Gabe von Impfstoff durch Auffrischungen ausgelegt. Die EU zahlt pro Dosis mittlerweile 19,50 €. Die Gewinnspannen sind beeindruckend. BioNTech hat sein Ergebnis allein im letzten Quartal um 13.000% gesteigert und erwartet einen Jahresumsatz von 15,9 Milliarden €. Pfizer rechnet mit 33,5 Milliarden $ an Erlösen. Der von Forschern der Universität Oxford entwickelte und vom schwedisch-britischen Hersteller AstraZeneca auf den Markt gebrachte Stoff kostete die EU 1,78 € pro Einheit. Abgegeben wurde er zum Selbstkostenpreis, ohne jede Gewinnausbeute. Sie haben richtig gehört. So weit kann es nämlich kommen, wenn Marktteilnehmer oder Forscher naiven, ganz schön realitätsfremden Ideen verfallen. Zum Beispiel dieser: An einer Pandemie bereichert man sich nicht. Und während von einer nach 6 Monaten nachlassenden Immunreaktion beim Impfstoff von AstraZeneca nicht das geringste zu hören ist, vielleicht weil es sie ausweislich einer britischen Studie gar nicht gibt, stellt Pfizer in großem Umfang Marketingprofis und Armeen kleiner Spin-Trolle ein, um den Absatz seines Nummer 1 Blockbusters, das ist echter Pharma-Marketing-Slang, durch Boosterimpfungen noch rasch voranzutreiben, bevor die elenden Preisdrücker von CureVac, Novavax und Sanofi auf den Markt kommen. Mittlerweile berichtet selbst die ARD, ich zitiere: Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs rüstet der Pharma-Riese Pfizer personell auf. Er sucht derzeit per Stellenanzeigen neue Manager, die die 3. Impfkampagne erfolgreich ausrollen. Die Vermarktung soll forciert werden, eine große Werbekampagne durch die Agentur Dings ist geplant. Wir freuen uns schon auf einen dieser sterbenslangweiligen Berichte des Europäischen Rechnungshofes. Diesmal zum Thema Steuermittelverschwendung durch abermilliardenfache Überbezahlung in einem regulierten Segment des Pharmamarktes unter den quasi monopolistischen Wettbewerbsbedingungen einer eingeschränkten Marktwirtschaft. Und falls Sie dachten, die EU-Beschaffungspolitik hier in Sachen Impfstoff habe ausschließlich mit Arzneimittelsicherheit, Wirksamkeit oder einer effektiven Pandemiebekämpfung zu tun und nicht immer auch mit Industriestrategien, Geopolitik, Lobbyismus
und privater Gewinnabschöpfung, also mit Geld, dann kennen Sie die EU und ihre Beschaffungspolitiken schlecht. Letzter Teil. Einig sind die EU-Staaten in all den sich jetzt aufwerfenden Fragen natürlich keineswegs. Sie sind es weniger und deutlicher denn je. Ob zur Kardinalfrage des Green Deals, der Umstellung auf erneuerbare Energien oder zum größten klassischen Haushaltsposten der Agrarpolitik, ob zu den Fragen von Migration und Einwanderung, Schuldenaufnahme, Südosterweiterung, Rechtsstaatlichkeit, Popcorn, der Öffnung geschlossener oder der Schließung offener Grenzen. Von einem Zusammenhalt oder einer Rechts- und Wertegemeinschaft kann derzeit kaum die Rede sein. Noch zur Jahrtausendwende hatte die Europäische Union für sich ein perspektivisches Selbstbild entworfen, mit dem sie selbst und fantastischerweise wohl auch ihre Bürger ganz gut hätten leben können. Das einer normativen Weltmacht. Anstatt militärische oder geopolitische Superkräfte anzustreben, sollte die EU in dieser Vorstellung eine Führungsrolle durch die Setzung, Stärkung und Verkörperung von Normen einnehmen. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und gesellschaftliche Solidarität. 16 Jahre Angela Merkel haben diese Vision natürlich restlos ruiniert. Der eiskalte Merkantilismus, mit dem Merkel den geoökonomischen Begierden und plumpen Handelsinteressen Deutschlands gegenüber universellen Werten, Menschenrechten und innereuropäischer Solidarität systematisch den Vorzug gab, hat in der EU seine Spuren hinterlassen. Nie hat Merkel etwas anderes vertreten als die Interessen der deutschen Wirtschaft. Erst recht nicht in der Europapolitik. Durchgehend erschien es ihr bedeutender, die Profite deutscher Unternehmen zu sichern, als sich an der Verteidigung europäischer Prinzipien oder gar Werte zu beteiligen. Wenn die normative Ordnung der EU mit deutschem Wirtschaftsinteresse konfligierte, was mitunter vorgekommen sein soll, fiel der Bundeskanzlerin die Entscheidung sichtlich nicht schwer. Entsprechend verlässlich fielen ihre Positionierungen aus. Beginnend mit der bedingungslosen Protektion osteuropäischer Autokratien, allen voran der des demokratischen Blindgängers Viktor Orbán. Eine Politik, die in Merkels aktueller Forcierung der EU-Erweiterung in den Westbalkan natürlich so etwas wie ihren würdigen Abschluss findet. Über die Eurokrise, in der die Bundeskanzlerin sekundiert vom unsterblichen Austeritätsjunkie Wolfgang Schäuble den Europäern einmal eindrucksvoll demonstrieren konnte, dass ihr die Sicherung von Anleihen unersättlichen deutschen Banken und eines hohlen monetären Prinzips weit wichtiger ist als die realen Lebensbedingungen griechischer und portugiesischer Arbeiter. Bis hin zum Flüchtlingsdeal mit dem Irren vom Bosporus. Ein Abkommen, das bekanntlich, um es höflich zu formulieren, einige moralische Fragen offen lässt und das nicht nur das Ende einer humanen EU-Migrationspolitik markiert, sondern die gleichsam finale Pervertierung ihrer übergreifenden Idee, des Konzepts einer wertebasierten europäischen Politik. Merkels Erbe ist die sauberste und nachhaltigste Vierteilung, die die EU je gesehen hat. Wo Merkel Spaltungen nicht selbst erzeugen konnte, hat sie ordentlich multipliziert und in einem Ausmaß vertieft, das wirklich beachtlich ist. Nord gegen Süd, Ost gegen West, Nordwest gegen Südost und umgekehrt. Großbritannien gegen die EU gegen die Schweiz, jeder gegen jeden. In diesem leider etwas ruinösen Sinne war und ist Frau von der Leyen für das Amt der Kommissionspräsidentin natürlich die perfekte Wahl. Denn bisher hat sie noch alles vernichtet, was sie nur berührt hat, zuverlässig und rückstandsfrei. So ist sie so etwas wie der postmoderne Anti-Midas. Das denken zumindest britische und französische Medienvertreter über sie, offenbar nach einem ausgiebigen Studium ihrer politischen Biografie. Ursula von der Leyen has always left a trail of disaster, heißt es etwa im ehrwürdigen Londoner Spectator. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn ich bei der Wahl in 2 Wochen für ein Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus kandidiere, dann habe ich meine Gründe. Wie es in der EU üblich ist, haben sie natürlich etwas mit Geostrategie, Machtstreben und einer ausgeprägten Selbstbereicherungsabsicht zu tun. Vor allem aber bin ich fest davon überzeugt, dass es Berlin in 20 Jahren noch geben wird. Bei der EU bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Laut Umfragen sind wir an der 5%-Hürde in Berlin
Könnte also lustig werden im Abgeordnetenhaus in den nächsten 5 Jahren. Und übrigens, wenn Sie auch in Berlin wählen, vergessen Sie nicht, Ihr Kreuz für die Enteignung bzw. Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen zu machen. Ja, das Grundgesetz fordert eine angemessene Entschädigung bei Vergesellschaftung und wir haben eine im Parteiprogramm. Eine Packung Merci und ein herzlicher Applaus der vormaligen Mieter. 20 Uhr Balkon. Tschüss draußen an den Geräten.